Hi und willkommen in der Demo-Lounge. Heute wird's bissig, wir gucken uns die Ormsby Essex Shark an. Ormsby Guitars ist eine australische Firma, die mit vor Ort hergestellten Custom-Shop-Instrumenten angefangen hat und dank der hohen Nachfrage mittlerweile zusätzlich auch erschwinglichere Modelle bei World Music Instruments Korea fertigen lässt. Die Essex Shark hier ist eine Sonderedition aus dem Jahr 2017 und kommt in der klangvollen Farbe Bloodbath. Die Essex Shark ist wirklich eine auffällige Gitarre aus mehreren Gründen und ich gehe die mal so ein bisschen ab. Das eine ist die Multiscale oder auch Fanfrets oder Fächerbünde genannt. Wir haben hier eine Mensur von 27,5 Inch, was 699 mm entspricht. Dann haben wir hier 25,5 Inch, was 648 mm entspricht. Und das ist eine normale Strat-Mensur. Wozu ist das Ganze gut? Ich hatte in einem anderen Video schon mal mehr darüber erzählt. Ganz kurz, das macht sich gut für tiefere Stimmungen, weil die tieferen Saiten durch die längere Mensur besser schwingen können und die höheren Saiten bleiben aber im Prinzip normal vom Spielgefühl und ein bisschen weicher und man muss die Finger nicht so weit auseinander machen, das macht bestimmte Sachen einfacher spielbar. Ja, ich habe jetzt hier einen Satz D'Addario 11 auf 56 drauf und bin auf C Standard, das macht sich ziemlich gut so. Das nächste Auffällige sind natürlich die ganzen Haie. Wir haben hier ein Hammerhai F-Loch und Inlays, die auch alle verschiedene Haie darstellen, sind aus Mother of Pearl gemacht. Jetzt ist das auf der Grenze zwischen Kitsch und cool und ich sag mal, ich, der eigentlich als Kind schon Hai begeistert war, ich find's cool. Das ist ein bisschen cheesy, ich find's cool und vielleicht, weil es Australier sind, kommt mir das so vor, als wäre es auch einfach eine Wertschätzung der Natur und ja, deshalb Daumen hoch von meiner Seite. Was noch ins Auge fällt, sind natürlich die vielen Bünde. Wir haben ja nicht nur 24, sondern 5, 6, 7, 8, 29 Bünde. Und das ist eine Quarte mehr, die man noch zur Verfügung hat. Jetzt, das ist nicht so einfach zu spielen hier. Man hat relativ wenig Platz und man muss wirklich aufpassen. Wenn man zu weit nach vorne in die Richtung geht, mit dem Finger, ist der Ton weg. Also man muss halt gucken, dass man relativ weit hinten spielt, dann geht das auch, dann sind die auch benutzbar. Beim Tappen fand ich es extrem schwierig, da was rauszuholen, aber ansonsten geht's. Und ein Vorteil ist natürlich, dass es hier weiter ausgesägt ist. Man hat also einen super Zugang auch zu diesen normalen Sachen. Das Halsprofil ist ein D mit runden Schultern, auch gerne dünnes U genannt. Und man merkt definitiv diese runden Schultern. Das ist die Rückseite. Die ist da schon breiter und sag ich mal, flacher als typisch. Ich finde das sehr angenehm. An sich ist der Hals auch ein Stück dicker als so manche Schreddmaschine, was ich wie gesagt sehr gut finde. Ich mag diese zu dünnen Hälse nicht und ich bin auch nicht so ein Freund vom C-Profil und das liegt mir einfach nicht so. Bei der
Gitarre hier, bei dem Hals, habe ich das Gefühl, dass man hier sehr gut lang geführt wird und gerade auch in den tiefen Lagen hier so, dass kompliziertere Passagen da einfach gut liegen, weil man automatisch, sag ich mal, in eine klassischere Haltung gezwungen wird. So. Läuft. Vielleicht noch kurz zu den Bundkanten. Die sind wirklich super eingesetzt und abgerundet. Man bleibt nicht hängen oder sowas. Also wirklich gut verarbeitet. Jetzt zur Hardware. Wir haben eine Hipshot Custom Bridge, bei der die Seitenführung durch den Korpus geht. Die Tuner sind Locking-Tuner auch von Hipshot und sind mit dem Ormsby-Logo versehen. Die Pickups sind Ormsby eigene, und zwar ein Hot Rod A8 Humbucker am Steg und ein Apex A5 Single Coil am Hals. Der Humbucker hat noch eine Coil-Tap-Funktion, die über ein Push-Pull-Poti anwählbar ist. Beide Pickups sind custom-made in Korea nach Ormsbys Vorgaben. Der Korpus ist aus Chambered Mahagoni mit einem Ahorn-Top, welches dann noch mit einem Premium Quilted Maple Furnier versehen ist. Und wir haben ein gelbliches Binding. Der Hals ist Flamed Maple, also geflammtes Ahorn mit Ebenholzstreifen. Es ist ein geleimter Hals. Das Griffbrett und die Vorderseite der Kopfplatte sind Ebenholz. Die SX hat Jumbo-Bünde aus Edelstahl und die High Inlays sind aus Mother of Pearl. Vielleicht noch ein paar Aussagen zu den Tonabnehmern, bevor es dann mit den Soundbeispielen weitergeht. Der Humbucker, der ist eher moderat vom Output und gar nicht so ein spitzer High-Gain-Metal-Picker, wie ich es gedacht habe. Und der ist breiter im Sound, der ist luftig und wirklich ausgewogen und dadurch halt auch sehr flexibel, gerade mit dem Coil-Tap zusammen. Ne, der ist schon tight, aber halt nicht übermäßig und auch nicht übermäßig spitz. Der Single Coil, der hat lustigerweise sogar ein bisschen mehr Output. Und der Single Coil, der hat auch einen ganz eigenen Sound. Das ist zwar irgendwie strattig, aber halt nicht so ganz. Und das ist halt auch nice, dass es wirklich ein eigener Sound ist.
Okay, ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen können, was die Essex Shark neben der tollen Optik und der super Verarbeitung an Sounds zu bieten hat. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Thumbs up, abonniert meinen Kanal, drückt das kleine Glöckchensymbol, damit ihr Benachrichtigungen bekommt, wenn ich was veröffentliche.